kleines Waldgebiet in der Nähe der Dresdner Heide. Dadurch, dass es nur schwer zugänglich ist, gibt es hier wenige direkte Einflüsse durch den Menschen. Die Natur hat hier freien Lauf und darf sich ungehindert entfalten, wodurch es viele Lebensräume für verschiedene Käfer gibt. Käfer sind mit etwa 400.000 beschriebenen Arten die größte Gruppe der Insekten und könnten mit ihren Anpassungen an Lebensräume und Weisen verschiedener nicht sein. An vielen alten, geschwächten Laubbäumen, vor allem an Buchen und Birken, wachsen Zunderschwämme. Wenn diese absterben, bieten sie unterschiedlichsten Käfern einen Lebensraum. Hier ist zum Beispiel der gehörnte Zunderschwamm-Schwarzkäfer, eine Urwaldreliktart, vertreten. Aus den kultivierten Wäldern Mitteleuropas ist er zum größten Teil schon verschwunden. An den kleinen Hörnern ist erkennbar, dass es sich hier um ein Männchen handelt. Auch der kerbhalsige Zunderschwamm-Schwarzkäfer ist hier zu finden. Betrachtet man ihn sich genau, kann man sehen, dass viele winzig kleine Milben auf ihm leben. Sie nutzen den guten Flieger als Transportmittel. Sowohl die Käfer als auch ihre Larven ernähren sich von dem Gewebe des Pilzes. Zusammen mit diesem Langhaar-Schwammfresser sind das schon 3 Käferarten, die auf die Fruchtkörper des Zunderschwammes als Nahrung angewiesen sind. In deutschen unbewirtschafteten Wäldern ist er einer der häufigsten Pilze. Doch in intensiv bewirtschafteten Forsten kommt er kaum vor. Da es hier kaum Totholz und fast ausschließlich Nadelgehölz gibt. Doch auch andere Pilze bieten Käfern einen Lebensraum. An dieser Samtfußrüblingart lebt zum Beispiel ein sehr kleiner Kurzflügler. Er misst nur knappe 2 mm. Wenn er sich beim Putzen reckt und streckt, kann man manchmal durch seinen halbtransparenten Abdomen einen Blick in sein Inneres erhaschen. Interessant ist außerdem, wie er immer wieder mit seinem Vorderbein Sekrete von seinem Hinterleib holt, um sich damit die Mundwerkzeuge zu putzen.
Zersetzung begriffenen Bovisten halten sich winzige Schimmelkäfer auf. Und am Hallimasch ist der Vierpunkt-Glanzkäfer zu Haus. Auch bei ihm kann man sehr gut erkennen, warum er diesen Namen trägt. Dieser Vertreter der Schwammkugelkäfer besitzt die Fähigkeit, sich zu einer kleinen Kugel zusammenzurollen. Er ist auf dem Birkenpurling unterwegs. Ob er sich von dem Pilz selbst ernährt oder Schleimpilze von seiner Oberfläche abweidet, ist noch nicht klar. Hier ist auch der zweifleckige Rindenglanzkäfer zu finden. Allerdings werden nicht nur Pilze von Käfern verspeist, auch Umgekehrtes ist der Fall. Dieser Laufkäfer wird nach seinem Ableben von einem Pilz zersetzt. Wie viele seiner Familie flüchtete er vor der Kälte des späten Herbstes unter die Rinde eines umgestürzten Baumes. Im Totholz leben die verschiedensten Käferlarven mit den bizarrsten Formen. Für Laufkäfer wie diesen großen Grabkäfer sind sie leichte Beute. Selbst auf diesen gefährlichen Räubern leben ab und an Milben. Wenn er Beute gegriffen hat, wagt sie sich zu seinen Mandibeln vor und stibitzt sich etwas von seiner Mahlzeit. Gegen den festen Halt der Milbe hilft auch Kopfschütteln nicht. Auch echte Schmuckstücke wie dieser dunkelblaue Laufkäfer, der in der roten Liste als gefährdet eingestuft wird, sind hier anzutreffen. Übrigens erfüllen nicht alle Laufkäfer das Klischee des einzelgängerischen Jägers. Der Rindenzwergalenläufer lebt in Gruppen unter der Rinde. Einige Käferarten haben sich mit ihrem flachen Körperbau an das Leben unter der Rinde stark angepasst.
Der schwarze Schneckenjäger beispielsweise, der außerdem mit seinem schmalen Kopf perfekt in Schneckenhäuser eindringen kann, um seine Beute mit einem Giftbiss zu töten. Zwei Arten, die die Anpassung auf das Leben unter der Rinde auf die Spitze getrieben haben, sind der langhörnige Raubblattkäfer und der abgeplattete Stutzkäfer. Mit ihren extrem platten Körpern können sie auch noch in den engsten Zwischenräumen kleinere Insekten jagen. Bei der rauen Struktur auf der linken Flügeldecke dieses Stutzkäfers handelt es sich übrigens um eine Fehlbildung, die bei der Metamorphose entstanden ist. Zu ihrer Beute könnte beispielsweise dieser winzige Palpenkäfer gehören, denn auch er lebt unter der Rinde. Neben ihm wirken die kleinsten Holzfasern wie Baumstämme. Andere Vertreter der Raubblattkäfer sind hier auch auf der Jagd. Der schwarz-rote Rindenläufer tut es ihnen gleich. Doch gelegentlich findet man ihn auch in der Sonne auf der Rinde. Genauso wie den scharlachroten Stäublingskäfer, der hier nach Pilzgeflechten sucht, von denen er sich ernährt. Direkt unter dieser umgestürzten Birke fließt ein kleiner Bach, in dem es von Käfern nur so wimmelt. Am auffälligsten sind die Taumelkäfer, die in großen Schwärmen auf der Wasseroberfläche umhersausen. Es gibt kaum etwas, was der Taumelkäfer nicht kann. Er ist ein sehr agiler Schwimmer, ein guter Flieger. Er kann mit hochempfindlichen Sinnesorganen an seinen Fühlern kleinste Schwingungen der Wasseroberfläche wahrnehmen, um sich zu orientieren und Beute aufzuspüren. Und währenddessen kann er auch noch gleichzeitig über- und unter Wasser sehen, da seine Augen sowohl an der Kopfoberseite als auch an der Unterseite frei liegen. Beim Abtauchen atmet er aus Luftreserven unter seinen Flügeldecken. Durch die feine Behaarung bildet sich außerdem ein Luftreservoir an seinem Hinterleib. Eine gleiche Atemtechnik nutzen die Schwimmkäfer. Sie heften sich mit dem Hinterleib an die Wasseroberfläche, um die Luftreserven aufzufüllen. Von den großen Schwimmbeinen bis zu den kräftigen Mandibeln ist alles an ihnen auf die Jagd ausgelegt.
Auch seine Larven ernähren sich räuberisch. Mit dem Unterschied, dass sie die Beute mit Sekreten zersetzen und aussaugen, wobei die adulten Käfer die Beute auffressen. Die Familie der Wasserfreunde ist hier auch vertreten. Dieser hier grast gerade den feinen Algenbewuchs eines versunkenen Astes ab. Die große Luftblase, die sich an der Unterseite des Käfers befindet und ihm das Atmen unter der Wasseroberfläche ermöglicht, hat einen so starken Auftrieb, dass er sich immer an etwas festhalten muss. Verlöre er den Halt, so würde er sofort wieder auftauchen. Das Laub, das die Bäume im Herbst abwerfen, bietet einen Lebensraum für zahlreiche Insekten und Mikroorganismen. So sind hier auch verschiedene Käfer unterwegs. Hier zum Beispiel ein Vertreter der Nestkäfer. Diese Käferfamilie trägt ihren Namen, da einige ihrer Arten in Nestern und Höhlen von Säugetieren leben. Der kleine Kerl ist äußerst gelenkig, was ihm bei der Körperhygiene zum Vorteil gereicht. Ist wahrscheinlich auch wichtig, wenn man bedenkt, dass viele Nestkäfer vorwiegend von Pilzsporen leben, die sich auf Aas bilden. Hier am Boden lebt auch der metallglänzende Schwarzkäfer. Er ist nachtaktiv und tagsüber ein wahrer Versteckmeister. An Stellen, an denen der Wald etwas lichter wird, lebt der himmelblaue Blattkäfer. Denn hier wächst die Waldminze, welche einen Großteil seiner Nahrung ausmacht. All dieser Käfer, selbst in der kalten Jahreszeit, in der diese Dokumentation entstanden ist beeindruckend. Dieses Waldgebiet ist ein gutes Beispiel dafür, wie vielfältig und gesund die Natur sein kann, wenn sie von menschlichen Einflüssen verschont bleibt.